Ist die Brandkatastrophe in Grand-Montana in der Schweiz, der 40 junge Menschen zum Opfer gefallen sind und bei denen 120 weitere junge Menschen zum Teil schwerst verletzt wurden, ist diese Katastrophe ein Sinnbild für eine grundsätzliche negative Entwicklung der gesamten Schweiz? Und was sind so die weiteren politischen Konsequenzen, die dieses schlimme Ereignis für die Schweiz haben könnte? Mit diesen wichtigen Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Ich kenne die Schweiz sehr gut. Ich bin im Schweizer Grenzgebiet aufgewachsen. Du weißt ja vermutlich, ich komme aus Freiburg im Breisgau, habe da meine Kindheit und Jugend verbracht. Ich hatte meinen ersten richtigen Job in der Schweiz. Die Schweiz war das erste Land, in das ich ausgewandert bin. Das war vor 25 Jahren. Ich bin seitdem oft in die Schweiz zurückgekehrt. Meine Familie wohnt immer noch im Schweizer Grenzgebiet. Wir machen regelmäßig in der Schweiz natürlich auch Seminare. Übrigens auch nächste Woche haben wir wieder Seminare in der Schweiz zum Thema Auswandern in die Schweiz und steueroptimiert Auswandern als Trader und Investor. Ich würde also sagen, ich kenne die Schweiz einigermaßen gut. Die Schweiz ist ein Land, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich habe immer noch viele Freunde da. Wir haben viele Mandanten da. Ich bin sehr gerne in der Schweiz. Ich habe mich immer in der Schweiz sehr wohl gefühlt, sehr gut aufgehoben gefühlt. Und da geht dann natürlich dann das schlimme Ereignis aus der Silvesternacht in Grand-Montana im Kanton Wallis sehr zu Herzen. Das macht mich persönlich sehr betroffen, schrecklich, wenn man an die vielen Opfer denkt. 40 junge Leute sind bei dieser Brandkatastrophe gestorben. 120 sind zum Teil schwerst verletzt. Also das sind ja nicht nur irgendwelche Verbrennungen, weil man jetzt heißen Kaffee verschüttet hat oder so, ja, sondern zum Teil ist das ganze Gesicht buchstäblich weggebrannt, die Haut auf den Armen, Beinen, also ganz schreckliche Verwundungen, die einen für das Leben zeichnen. Und dort werden wir sicherlich auch noch viele erschreckende Zeugnisse aus den Krankenhäusern direkt hören. Kein Wunder also, dass die Empörung groß ist über das, was da in Grand-Montana passiert und wie die Gemeinde, wie die Verantwortlichen, wie die Regierung damit umgeht. Schon jetzt ist eigentlich klar in den Schweizer Medien, dass das Ganze ein Super-GAU ist für die Schweiz, eben nicht nur für Grand-Montana, eben nicht nur für das Wallis, sondern für die ganze Schweiz. Man setzt das gleich, wenn man die negative Außenwirkung betrachtet, zum Beispiel mit der Swissair-Pleite. Zu der Zeit habe ich übrigens in der Schweiz gewohnt. Und auch der beinahe Pleite der Credit Suisse vor 2 Jahren. Das Ereignis wird weltweit in der Presse diskutiert, auf den Titelseiten wichtiger Medien, selbst in den USA. CNN und die New York Times berichten darüber und natürlich in Europa sowieso. Viele ausländische Familien sind ja betroffen, die dort zu Gast waren in Grand-Montana oder in der Gegend leben. Ihre Kinder waren dort zum Silvester feiern und die Empörung, und das merkt man ja auch, wenn man sich die Presseberichte anschaut, gerade auch zum Beispiel aus Italien, die ist doch ganz enorm. Und gerade bei der Kritik aus dem Ausland wird natürlich auf Fehler hingewiesen, die schon ziemlich unglaublich erscheinen und die man eigentlich meinte, hätten vermieden werden können. Wie kann es zum Beispiel sein, dass ein vorbestrafter französischer Zuhälter, der mehrfach in Frankreich vorbestraft ist wegen mehrerer Delikte, eine solche Bar und mehrere andere Restaurants auch noch in der Schweiz eröffnet? Wie kann es dann weiterhin sein, dass es 6 Jahre lang keinerlei Sicherheitsinspektionen bei dieser Bar gibt? Wenn man sich andere ähnliche Katastrophen anschaut, zum Beispiel in Brasilien und den USA, wo es zu ähnlichen Bränden gekommen ist in den letzten 10, 15 Jahren, da kann man hier sehen, dass es viele Parallelen gibt, bis hin zu dem Dämmmaterial, was dort an der Decke dieser Bar verwendet wurde in Grand-Montana und was dann ja letztendlich Feuer gefangen hat. Wie kann es also sein, dass die Sicherheit so eklatant vernachlässigt wurde? Das ist das, was für Empörung sorgt im Ausland und dann natürlich auch das sehr lasche Handling, so wie es scheint jedenfalls, der Schweizer Behörden. Tagelang versteckt sich der Bürgermeister, versteckt sich die Ortsregierung dann, wenn der Bürgermeister erstmal spricht. Bei einer Pressekonferenz sagt er, dass die Gemeinde, dass Grand-Montana eigentlich das eigentliche Opfer ist. Also tatsächlich eine Ohrfeige im Gesicht der Opfer und der Angehörigen. Bei der nächsten Pressekonferenz ist er dann wieder nicht da. Die Justizministerin bzw. Staatsanwältin muss ihn dann verteidigen. Sie selbst gibt die Ermittlungen ab an eine junge Adjutantin. Also hier soll wohl die Verantwortung irgendwie weggedrückt werden. Das sieht also alles extrem
unprofessionell aus, muss man sagen. In der Schweiz natürlich wird es mittlerweile auch Kritik wach. Man spricht hier von der sogenannten Bergler-Mentalität. Also, man muss natürlich wissen, Grand Montana ist ein Bergdorf und viele Schweizer aus den urbanen Regionen, wie zum Beispiel Zürich oder Genf, kritisieren natürlich, dass hier relativ viel Klüngelei herrscht, dass der eine den anderen deckt, dass man zusammenhält, dass man in einer gewissen Weise verschlagen ist, nicht ehrlich ist, mit der Sprache nicht rausrückt. Das sind so alles die Kritiken. Da muss man natürlich auch aufpassen jetzt, dass man das Ganze nicht übertreibt. Ja. Man kann nur hoffen, dass die Behörden dort sehr schnell zur Einsicht kommen. Man kann hoffen, dass der Gemeinde Grand Montana und auch dem Kanton Wallis letztlich hier die Verantwortung entzogen wird. Und es geht ja noch viel weiter. Offensichtlich gab es ja auch schwere Versäumnisse bei der Spurensicherung. Offensichtlich ist ja auch nichts getan worden, um zum Beispiel Verschleierung durch die Behörden zu verhindern. So manche Kommentatoren in der Schweiz haben gesagt, dass im Grunde genommen der Bürgermeister der Gemeinde Grand Montana in Untersuchungshaft müsste aufgrund der Verdunklungs- und Verschleierungsgefahr. Denn wie gesagt, die Gemeinde hat hier offensichtlich eklatant versagt in den letzten 6 Jahren. Und wer weiß, was da ist alles für Unterlagen und Informationen gelöscht, geschreddert oder anderweitig aus dem Weg geschafft wurden. Weitere skandalöse Details sind dann bekannt geworden. Eine Mitarbeiterin der Bar hat gesagt, dass es ihr verboten war, den Notausgang zu öffnen in der Bar. Eine weitere Augenzeugin will gesehen haben, dass die Besitzerin der Bar, anstatt sich um die Opfer zu kümmern, bei Ausbruch des Brandes sich noch schnell die Kasse geschnappt hat, um die Einnahmen der Nacht in Sicherheit zu bringen. Eine Flasche Champagner hat ja dort an Silvester bis zu 500 Franken gekostet, offensichtlich. Also man kann hier davon ausgehen eben, dass es letztlich nicht nur sich um einen Unfall handelt, sondern wahrscheinlich tatsächlich auch um eine Straftat, zum Beispiel fahrlässige Tötung. Dass hier mehrere Ebenen tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden müssen. Nicht nur der Besitzer und die Besitzerin der Bar, sondern eben auch die Gemeinde. Die Verantwortlichen, die dort offensichtlich, so scheint es zu sein, die Einhaltung von Sicherheitsstandards nicht besonders genau genommen haben. Ich hoffe, dass die Behörden jetzt zur Besinnung kommen und dass man dem Kanton Wallis und auch der Gemeinde Grand Montana die Verantwortung für diese Ermittlungen entzieht und die an einen anderen Kanton zum Beispiel abgibt, vielleicht zum Beispiel den Kanton Genf oder auch an eine Bundesbehörde. Die lokalen Behörden wirken komplett überfordert und auch befangen. Keiner traut ihnen zu, dass sie Aufklärungsarbeit leisten. Und die Aufklärungsarbeit ohne Rücksicht auf Verluste, die ist jetzt natürlich hier ganz besonders extrem wichtig, um die Glaubwürdigkeit der Schweiz, die sehr stark Schaden genommen hat, jetzt wiederherzustellen. Viele Schweizer Stimmen, gerade Konservative, sehen diese dramatischen Entwicklungen in Grand Montana natürlich als ein klares Indiz dafür, dass es mit der Schweiz den Bach runtergeht und dass dafür vor allem natürlich auch die Personenfreizügigkeit mit der EU verantwortlich gemacht werden muss. Ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen. Wie kann es sein, dass ein vorbestrafter Zuhälter aus Frankreich hier einfach in die Schweiz einmarschieren kann? Offensichtlich hat diese Person ja auch ein Gewerbeverbot in Frankreich. Wie kann es sein, dass er einfach ein Unternehmen in der Schweiz gründet? Gewerbeverbot, ich weiß nicht, ob du weißt, dass das ist. Das Ganze gibt es auch in Deutschland. Wenn jemand vorbestraft ist, dann wird ihm oftmals ein Gewerbeverbot auferlegt, jedenfalls für eine bestimmte Zeit. Er kann dann also keine Firma mehr gründen. Es gibt auch noch ein Geschäftsführungsverbot. Diejenige Person darf dann zum Beispiel nicht als Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften tätig sein, selbst wenn es nicht das eigene Unternehmen ist. Das wird man jetzt prüfen müssen, natürlich in der Schweiz. Auch ist es natürlich so in der Schweiz, wenn man dort eine Lizenz beantragt, ein Restaurant, eine Bar zu eröffnen und dort Alkoholausschank macht, muss man normalerweise ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Was hier schiefgegangen ist, nochmal, das muss man den Strafbehörden überlassen. Es ist natürlich in vielen Ländern nicht so, dass jetzt auch eine Vorstrafe es unmöglich macht, eine Bar oder ein Restaurant zu betreiben. Es kommt eben auf die Art der Vorstrafe an. Soweit ich das sehen konnte, war der Betroffene zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, eben wegen Zuhälterei. Es gab auch da noch eine Verurteilung wegen Sozialversicherungsbetrug und eines anderweitigen Betruges, also insgesamt 3 Vorstrafen und wie gesagt 1 Jahr Gefängnis, wovon er mehrere Monate abgesessen hat und der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt. Also möglicherweise war diese Straftat nicht schlimm genug, um zu vermeiden, dass er ein Restaurant oder eine Bar betreiben kann. Aber da reagieren natürlich jetzt viele konservative Stimmen sehr gereizt, denn es gibt ja sowieso in der Schweiz diese Meinung, dass die Ausländer dafür verantwortlich sind, dass die Kriminalität steigt und eben leider auch EU-Ausländer werden hier mit eingeschlossen. Interessant wird das Ganze jetzt, weil wir uns ja auf eine wichtige Abstimmung zubewegen, die dieses Jahr irgendwann kommt, in der Schweiz wahrscheinlich im Juni.
oder im Juli die sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative der SVP. Hier soll verhindert werden, dass die Schweiz auf eine Bevölkerung von 10 Millionen Bürgern anwächst. Momentan sind es ungefähr 9 Millionen. Die Initiative sieht vor, dass bei einem Erreichen von 9,5 Millionen die Schweizer Regierung hier letztlich sämtliche Einwanderung stoppen muss, auch von EU-Bürgern. Das sieht die Initiative vor. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Fall jetzt dieser Initiative Auftrieb gibt. Ich gehe ohnehin davon aus, dass das Schweizer Stimmvolk dieser Initiative zustimmt, aber das wird jetzt noch mehr Beleg dafür sein, dass die Ausländer, auch die EU-Ausländer, der Schweiz nur Unglück bringen, dass sie dafür verantwortlich sind, dass die Schweiz sich in einer negativen Entwicklung befindet in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die gleichen Stimmen sagen natürlich auch, dass es früher nie vorstellbar gewesen wäre, dass eine Gemeinde es zulässt, dass ein Betrieb hier für 6 Jahre nicht inspiziert worden wäre in puncto Sicherheitsvorkehrungen. Schon allein die Tatsache, dass da diese Wunderkerzen oder diese Feuerwerksobjekte verwendet wurden an den Champagnerflaschen in der Silvesternacht, ist ein Beweis für viele, dass in der Schweiz die Sitten verrohen und dass man das sonst so traditionell in der Schweiz verankerte Sicherheitsbedenken und Sicherheitsbedürfnis letztlich über den Haufen geworfen hat und dafür jetzt diesen sehr bitteren Preis bezahlen muss. Ich persönlich halte diese Befürchtungen für übertrieben. Ich nehme die Schweiz absolut nicht als ein unsicheres Land wahr. Natürlich müssen diese Vorgänge hier in Crans-Montana rücksichtslos aufgeklärt werden, wie ich es schon gesagt habe. Aber die Schweiz ist aus meiner Sicht und nach meiner Erfahrung nach wie vor ein höchst sicheres Land. Man kann jetzt nicht von diesen sehr dramatischen, sehr tragischen Vorfällen in Crans-Montana auf die gesamte Schweiz schließen. Aber es ist natürlich notwendig, dass das Ganze aufgearbeitet wird und die Schuldigen tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden. Es haben sich viele andere Gastronomen infolge dieser Brandkatastrophe dann bei den Medien gemeldet und zum Beispiel gesagt, dass es in ihren Etablissements nie solche Wunderkerzen, nie solche Feuerwerkskörper geben würde, dass man das niemals zulassen könnte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in der Schweiz viele andere Bars, wo diese verwendet wurden. Also da war jetzt diese Constellation Bar in Crans-Montana sicherlich nicht die einzige. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass EU-Bürgern, die in die Schweiz umziehen wollen, insbesondere natürlich auch Deutschen, vielleicht jetzt mit zunehmendem Vorbehalt begegnet wird. Wie gesagt, wir sehen das jetzt sowieso schon, wobei meiner Erfahrung nach die Deutschen davon hauptsächlich nicht betroffen sind, zumindest nicht, wenn es um Kriminalität geht. Gegenüber den Deutschen haben die Schweizer vielleicht andere Vorurteile. Aber man hat ja auch zum Beispiel bei den Unruhen in Lausanne vor einigen Monaten ganz klar hier das Zuwanderungsproblem als Ursache in der Schweiz genannt. Ich denke, das wird weiterhin zunehmen. Das ist natürlich gerade im Hinblick auf die bilateralen Verträge 3, die jetzt mit der EU gerade abgeschlossen wurden, worüber die Schweiz dann auch abstimmen muss, höchst problematisch zu sehen. Denn natürlich sind diese Bewegungen und natürlich ist auch die Nachhaltigkeitsinitiative absolut nicht mit diesem Vertragswerk kompatibel. Jetzt könnte man ja meinen, dass mit diesem schlimmen Vorfall in Crans-Montana möglicherweise auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Schweizer Stimmvolk den bilateralen Verträgen 3 zustimmt, gesunken ist. Da bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das wirklich sich so entwickeln wird, vor allem weil natürlich diese Abstimmung noch 2 Jahre weg ist. Und in dieser Zeit kann vieles passieren. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das Ganze möglicherweise ins Gegenteil umschwenkt. Es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt demnächst in Schweizer Medien Veröffentlichungen lesen, wo drin steht, wenn die Schweiz EU-Mitglied wäre, dann wäre es zu dieser Brandkatastrophe nicht gekommen, weil es bessere Standards gibt, weil die besser durchgesetzt werden etc. pp. Das ist natürlich reine Spekulation. Wie gesagt, meiner Erfahrung nach sind die Sicherheitsstandards in der Schweiz sehr hoch. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass durch eine EU-Mitgliedschaft dort irgendetwas besser werden würde. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Argumentation sehr bald gewählt wird. Und ich kann mir ebenso vorstellen, dass die Schweizer Bevölkerung demgegenüber auch empfänglich ist. Ich meine, wir haben das gesehen bei diesen Trump-Zöllen, als Trump gegen die Schweiz hier unglaublich hohe Zölle verhängt hat, über 30%, war die erste Reaktion vieler Journalisten zu schreiben, naja, wären wir jetzt eben nicht so isoliert, würden wir nicht so viel Wert legen auf unsere Unabhängigkeit von der EU, auf unsere Neutralität, sondern wären wir Mitglied der EU, dann wäre uns das nicht passiert. Dann müssten wir jetzt nicht unter diesen hohen Zöllen bluten. Mittlerweile wurden ja auch dann die Zölle wieder gesenkt. Und letztlich haben wir das ja schon in der Vergangenheit gesehen, dass die Schweiz hier sehr großem Druck von außen ausgesetzt wurde. Denn es ist natürlich so, dass die Schweiz für viele Machtblöcke, inklusive die USA, inklusive die Europäische Union, ein Dorn im Auge ist.
Also es werden massenweise Gelder in der Schweiz geparkt, sowohl aus den USA als auch aus der Europäischen Union, übrigens auch aus Asien. Die Schweiz gilt als sicheres Land, als neutrales Land, als ein Land, wo das Recht beachtet wird, wo die Privatsphäre respektiert wird, wo das Recht des Einzelnen respektiert wird, wo das Eigentum respektiert wird. Und ob das eben in den anderen Regionen der Welt um die Schweiz herum tatsächlich so in Zukunft noch gegeben sein wird, das steht natürlich in den Sternen, beziehungsweise man wäre hier eher pessimistisch und deswegen ist natürlich diesen Machtblöcken die Schweiz ein Dorn im Auge. Man will ja vermeiden, dass es dann keine Inseln gibt, wo dann schutzbedürftige, sage ich jetzt mal so, schutzbedürftiges Vermögen dann tatsächlich einen Zufluchtsort findet. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Die Schweiz hat dort klein beigegeben, auch die Schweizer Bevölkerung hat einen kleinen beigegeben und hat gesagt, naja, wir müssen uns jetzt ändern, wir müssen jetzt unsere Unabhängigkeit zum Teil opfern. Wir haben das gesehen beim Bankgeheimnis 2008, 2009, als dort ganz viel Druck aus den USA kam, dieses Bankgeheimnis letztlich zu verabschieden. Wir haben das vor kurzem gesehen, als die Rahmenvertragsverhandlungen zwischen der Schweiz und der EU gescheitert waren, als die Schweizer Regierung sich daraus zurückgezogen hat, weil sie nicht den Rückhalt aus der Schweizer Bevölkerung hatte und worauf dann die EU sehr grantig reagiert hat und den Zugang in mancher Hinsicht zum EU-Binnenmarkt für die Schweiz teilweise behindert hat. Wir sehen das bei der Einhaltung von internationalen Standards, wo der Schweiz immer vorgeworfen wird, dass sie ein Hort für Steuerhinterzieher und Verbrecher ist, für schmutziges Geld. Auch hier musste sich die Schweiz dann internationalem Druck fügen. Das heißt, eine Schwäche der Schweiz oder auch nur eine scheinbare Schwäche, die sich vielleicht nur im Bewusstsein der Schweizer niederspiegelt, sodass die Schweizer sich in die Ecke gedrängt fühlen, dass sie sich fühlen, als müssten sie klein beigeben. Und das müssten sie jetzt zum Beispiel einem solchen EU-Knebelvertrag zustimmen, wie es ja die bilateralen Verträge 3 sind, wo das Schweizer Volk letztlich als Souverän, als der endgültige Entscheidungsträger im demokratischen Prozess entmachtet wird durch den Europäischen Gerichtshof. Da will man im Grunde keine selbstbewussten Schweizer, da will man Duckmäuser haben, da will man Leute haben, die einfach abnicken, die einfach Ja sagen. Und solche Katastrophenfälle wie das, was jetzt in Grand Montana passiert ist, was aus meiner Sicht, wie gesagt, ein Super-GAU für die Schweiz ist, auch für die Außenwirkung der Schweiz. Das kann natürlich dann genau ein Auslöser solcher Minderwertigkeitsgefühle sein. Daher denke ich, wenn wir jetzt an Grand Montana denken, es ist extrem wichtig, denke ich, dass das Ganze aufgeklärt wird, objektiv aufgeklärt wird, schnell durch unabhängige Experten, unabhängige Staatsanwälte, nicht Staatsanwälte aus dem Kanton Wallis oder aus Grand Montana. Es ist im Interesse der Schweiz, dass die Schuldigen hier tatsächlich, ich will schon fast sagen, erbarmungslos zur Rechenschaft gezogen werden. Insofern das überhaupt noch geht, denn ich hatte ja vorhin angesprochen, die Spurensicherung ist ja jetzt durchaus erschwert worden. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch vorsichtig sein, dass man jetzt hier nicht die gesamte Schweiz in Misskredit bringt, nur weil in einem Kanton, in einer Gemeinde eine solche Katastrophe passiert ist. Und das, glaube ich, ist genau die Gefahr, die jetzt gerade besteht. Da sind natürlich jetzt zunächst mal die Diplomaten gefordert, die Botschafter der Schweiz. Man hat ja gerade zum Beispiel in Italien gesehen, wo die Medien sehr aggressiv sind gegen die Schweiz, wie dort der Schweizer Botschafter in Italien eigentlich einen ziemlich guten Job macht und hier natürlich auch darauf pocht, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Aber dass man zum anderen eben auch sagt, naja, also die Schweiz als gesamtes Land ist sicher und es gibt jetzt keinen Grund, die gesamte Schweiz in Misskredit zu bringen. Denn wie gesagt, dass hier die ganze Schweiz in Verruf gebracht werden soll, das hat meiner Meinung nach sowieso Programm. Untersuchen auch die entsprechenden Stimmen in der EU oder auch in den USA nach Möglichkeiten, wo sie genau ansetzen wollen. Leider muss man sagen, sind solche schlimmen Ereignisse genau Ansatzpunkte, um dann die Schweiz zu diskreditieren, um den Finanzplatz Schweiz zu diskreditieren. Daher, je schneller das Ganze aufgearbeitet wird, professionell aufgearbeitet wird, schonungslos aufgearbeitet wird, desto besser ist es. Soweit meine Einschätzungen zur Lage in Grand Montana und zur weiteren Großwetterlage, die sich aus diesem Ereignis möglicherweise herauskristallisieren könnte. Wenn auch du vorhast, in die Schweiz umzuziehen, die Schweiz ist ja das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen, dann würde ich mich durch dieses Ereignis in keiner Weise davon abhalten lassen.
Die Schweiz, wie gesagt, sie ist ein sehr attraktives Land, hat eine sehr stabile Währung, eine gute Wirtschaft. Die Freiheit wird dort noch akzeptiert. Wenn du ernsthaft darüber nachdenkst, dann würde ich mich freuen, dich bei einem unserer Seminare treffen zu können oder ansonsten buch gerne noch ein Beratungsgespräch. Informationen zu all dem in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Steueroptimierte Auswanderung, Firmengründung im Ausland, Vermögensschutz, zweite Staatsbürgerschaften. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.